Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich so ein Krönchen gehäkelt habe. Für die Krone habe ich ein Filetgarn genommen. Gehäkelt habe ich mit einer 1,5 mm starken Häkelnadel. Das Garn ist für eine Stärke von 1,5 bis 2 mm ausgelegt. Um diese Krone häkeln zu können, musst du nur Luftmaschen, Kettenmaschen, halbe Stäbchen und ganze Stäbchen häkeln können. Ich mache einen Knoten und beginne eine Luftmaschenkette zu häkeln. Um eine Luftmasche zu machen, schnappe ich mit der Häkelnadel den Faden und führe ihn durch die Schlaufe. Somit ist die erste Luftmasche gehäkelt. Das wiederhole ich, bis ich 61 Luftmaschen habe. Nachdem ich 61 Maschen gehäkelt habe, drehe ich die Luftmaschenkette, um in die hinteren Schlaufen zu häkeln. In dieser Runde häkel ich in jede Luftmasche ein halbes Stäbchen. Ich mache einen Umschlag und steche in die zweite Luftmasche mit der Häkelnadel ein und hole den Faden. Jetzt habe ich 3 Schlaufen auf meiner Häkelnadel. Nun hole ich noch einmal den Faden und ziehe ihn durch alle Schlaufen durch. Das wiederhole ich 59 Mal. Nachdem ich meine halbe Stäbchen zu Ende gehäkelt habe, werde ich jetzt diese lange Schlange verbinden. Ich nehme das Ende meiner Maschenkette, kontrolliere, dass diese sich nicht verdreht und steche in die letzte Masche rein. Ich hole den Faden und ziehe ihn gleich durch beide Schlaufen durch. Und somit habe ich den Kreis geschlossen. Unten werde ich später einfach mit der Hand zunähen. Ich mache eine Luftmasche, schlage den Faden einmal um und steche in die gleiche Masche noch einmal rein. Hole den Faden und ziehe ihn durch alle 3 Schlaufen auf meiner Häkelnadel durch. Dann mache ich eine Luftmasche, überspringe eine Masche und mache ein weiteres halbes Stäbchen. Dieses Muster mache ich bis zum Ende. Ein halbes Stäbchen, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen und so weiter. Ich bin am Ende angekommen und mache noch ein letztes halbes Stäbchen und eine Luftmasche und schließe den Kreis mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche. In dieser Runde mache ich wieder eine Luftmasche für den Aufstieg und häkel in die gleiche Masche ein halbes Stäbchen. In jede weitere Luftmasche bzw. in jedes halbe Stäbchen der Vorrunde häkel ich ein halbes Stäbchen.
Ich mache noch die letzten 2 halbe Stäbchen und schließe den Kreis wieder mit einer Kettmasche in das erste halbe Stäbchen. Am Anfang mache ich wieder eine Luftmasche. Ich überspringe 2 Maschen, schlage den Faden um und steche in die dritte Masche ein. Hole wieder den Faden und ziehe ihn durch die 2 Schlaufen auf der Häkelnadel durch. Jetzt habe ich noch 2 Schlaufen. Ich hole wieder den Faden und ziehe ihn durch die anderen 2 Schlaufen durch. Das wäre das erste Stäbchen. Ich mache in dieselbe Masche noch 2 weitere Stäbchen rein. Jetzt möchte ich oben noch ein Picot häkeln. Hierfür mache ich 3 Luftmaschen und steche dann in die erste Luftmasche rein und mache eine Kettmasche. Danach häkle ich 3 weitere Stäbchen in die gleiche Masche, in der ich schon die ersten 3 Stäbchen reingehäkelt habe. Ich überspringe 2 Maschen und mache in die dritte eine Kettmasche. Und das Ganze noch einmal. Ein Umschlag, 2 Maschen überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen und in die gleiche Masche noch einmal 2 Stäbchen. Drei Luftmaschen, eine Kettmasche in die erste Luftmasche und 3 weitere Stäbchen in die Masche, in die ich schon zuvor 3 Stäbchen reingemacht habe. Dann überspringe ich 2 Maschen und mache eine Kettmasche in das dritte halbe Stäbchen der Vorrunde. Dieses Muster, 2 Maschen freilassen, in die dritte 3 Stäbchen, ein Picot und weitere 3 Stäbchen, wieder 2 Maschen auslassen und eine Kettmasche machen, mache ich bis zum Schluss. Ich muss nur noch eine letzte Muschel häkeln und bin dann fertig. Ich schließe den Kreis mit einer Kettmasche, schneide den Faden ab und vernähe ihn. Genau das gleiche mache ich auch unten. Wenn du möchtest, kannst du in die Mitte der Muscheln noch Perlen annähen oder Pailletten. Hier kannst du der Fantasie freien Lauf lassen. Man kann natürlich die Krone auch ohne weiteres einfach so lassen. Die sieht auch so schön aus. Mein heutiges Video ist zu Ende und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachhäkeln. Du kannst mir gerne deine Werke auf Instagram zeigen, indem du mich markierst. Bleib kreativ, eure Kathi.